Der Begriff Kapselfibrose spielt bei der Brustvergrößerung eine relativ große Rolle und ich möchte in dem Video kurz mal erklären, was eigentlich eine Kapselfibrose ist. Eine Kapsel bezeichnet eigentlich erstmal die Struktur, die der Körper um einen Fremdkörper herum selber bildet. Also wenn man einen Fremdkörper nimmt und in den Körper implantiert, ist übrigens egal, ob das ein Brustimplantat ist oder eine Hüftprothese oder so, dann bildet der Körper immer eine Fremdgewebskapsel um dieses Implantat herum. Das ist also die Kapsel an sich überhaupt nichts Krankhaftes, sondern ein ganz normaler Zustand. Es gibt aber eine Reaktion des Körpers, die diese Kapsel verhärten lässt, und zwar auch manchmal erst nach Jahren. Und das nennt man dann eine Kapselfibrose. Viele sagen auch eine Kapselkontraktur. Das ist in dem Fall identisch und das Gleiche. Das heißt, diese Kapsel, die um das Implantat ist, wird von der Struktur her immer härter und drückt das Implantat wie so ein Schwamm in sich zusammen. Und das ist ein schmerzhafter Zustand, den die Frauen zunehmend bemerken. Die Brust deformiert auch, also die sieht dann anders aus. Lösung für dieses Problem ist, man muss das Implantat mit der darum liegenden Kapselfibrose, also der Kapselstruktur, komplett entfernen. Man sagt dazu auch En-Bloc-Resektion und muss dann in die frische Wundhöhle ein neues Implantat hineintun. Es ist also kein Drama, so eine Kapselfibrose, es führt aber immer zu einem Implantatwechsel. Wenn ein Implantat gewechselt werden muss, also ein Brustimplantat gewechselt werden muss, das ist zum Beispiel der Fall bei einer Kapselfibrose, manchmal möchten Frauen noch einen Implantatwechsel, weil sie ein größeres oder kleineres Implantat wollen. Auf jeden Fall, wenn ein Implantat gewechselt werden muss, dann passiert das meist durch den gleichen Zugang, durch den wir das Implantat auch eingebracht haben. Es entsteht also nicht notwendigerweise eine neue Narbe. Durch diesen Zugang können wir dann das Implantat darstellen. Eigentlich sehen wir es gar nicht wirklich, weil wir die Kapsel, die drumherum ist, belassen und das ganze Konstrukt aus Kapsel und Implantat vollständig entfernen und durch ein neues Implantat ersetzen. An sich keine schwierige Operation, weil ja zum Beispiel beim Brustimplantat der Brustmuskel schon vorgedehnt ist und die Schmerzen nach einer solchen Operation, also dem Implantatwechsel, wesentlich geringer sind als bei der ersten Brustvergrößerung. Das bezeichnet man insgesamt als Implantatwechsel, eine Operation, die bei der Brust etwa so 1 bis 1,5 Stunden dauert. Manche Frauen kommen auf uns zu mit der Bitte einer Implantatentfernung. Das kann verschiedene Gründe haben. Der erste Grund ist oft, dass eine Kapselfibrose vorliegt, also eine Verhärtung der Implantatkapsel. Und die Frauen sagen, ich möchte jetzt einfach kein Implantat mehr, möchte, dass das Implantat entfernt wird. Es gibt aber zum Beispiel auch Patienten, die etwas älter sind, zum Beispiel 60 oder 70 Jahre, die ein Implantat eine Zeit lang hatten und sagen, ich möchte jetzt kein Implantat mehr, bitte entfernen, ich möchte keinen Fremdkörper mehr. Übrigens, das ist auch ein Grund, viele Frauen kommen zu uns und sagen, ich habe das mit 20 gemacht, jetzt bin ich 34, ich habe doch ein schlechtes Gefühl mit dem Fremdkörper. Für mich habe ich entschieden, ich möchte das Implantat loswerden. Ein Problem der Implantatentfernung ist allerdings, dass wir natürlich die Brust durch das Implantat gedehnt haben bei der Implantation, also als die Brustvergrößerung gemacht wurde. Und wenn man das Implantat jetzt rausnimmt, dieses Volumen fehlt. Und das ist gar nicht wenig Volumen. Wenn man zum Beispiel überlegt, dass man ein 330er Implantat hat, das ist ungefähr das Volumen einer Cola-Dose oder so. Das heißt, dieses Volumen fehlt ja plötzlich. Und das muss ersetzt werden. Das heißt, entweder wir tun dann zum Beispiel Eigenfett rein, wenn Eigenfett vorhanden ist, dann kann man Eigenfett absaugen und als Volumenersatz verwenden. Oder man strafft die Brust, das ist die Alternative, das heißt, man macht eine Straffungsoperation, um das weniger Brustvolumen dann sozusagen zu straffen und eine schöne Brustform zu erhalten. Und die dritte Variante ist, dass man eine hängende, relativ leere Brust dann nach der Implantatentfernung hat und das für sich akzeptiert, aber keine Straffungsoperation unbedingt möchte. Also alle 3 Wege sind möglich. Ein bisschen hängt es auch mit dem Implantat ab, was man hatte. Das müssen wir dann in einem Beratungsgespräch besprechen. Aber das sind eigentlich so die Lösungen nach einer Implantatentfernung.